to the firefight, to your soul. I'm surrounded by your ghost, still taunted by your song. Please don't go, but don't come too. Please don't go, but don't come too close. Close my eyes, take me back home. Close my eyes, take me back to 3 a.m. in the back room. Take your dress off from my fingers through your hair. Wanna feel you all over me, over me. Da ging heute Morgen die Sonne auf und jetzt schaut euch das mal an. Unglaublich, oder? So, schönen guten Morgen aus Hampi. Ich bin hier gerade den Berg am Runtersteigen. Genau, wir sind jetzt die nächsten 3 Tage in Hampi. Hampi ist eine alte Tempelstadt, die schon sehr alt ist. Also sehr alte Tempel stammen so ungefähr aus dem 10. Jahrhundert. Die besterhaltensten und prächtigsten Tempel ist aus dem 14. bis zum 16. Jahrhundert. Und es war damals die Hauptstadt von einem Königreich. Und man sagt, es war das letzte große Hindi-Königreich, das den ganzen Süden quasi beherrscht hat. Und in der Blütezeit sollen ungefähr 200.000 Einwohner dort gelebt haben. Mehr als damals in Rom. Und mittlerweile leben hier aber nur noch ungefähr 2000 Leute und die Stadt lebt sehr vom Tourismus. Das hat man von der allerersten Minute gemerkt. Was natürlich aber nicht schlecht ist, weil es den Menschen ja doch viel besser geht. Und seit 1986 ist Hampi auch UNESCO-Weltkulturerbe, weshalb auch nach und nach jetzt die Wellblechstadt, die quasi so das Zentrum von Hampi bildet, mehr oder weniger abgerissen werden soll und durch modernere Häuschen ersetzt werden soll, weil es natürlich einem UNESCO-Weltkulturerbe nicht gerecht ist. Ich zeige euch jetzt nochmal schnell den Ausblick hier. Da unten ist die Stadt und für mich geht es jetzt noch hier runter. Was wir alles erleben, ich wünsche euch jetzt mal ganz viel Spaß beim Video. Wird sicher cool. Bis dann. Ich weiß nicht, ob man es erkennt, aber da hinten chillen die Affen auf dem Tempel. Warte, ich zoome mal schnell rein im Programm, was er sieht. Und die Inder sind auch richtige Affen gerade. Was machen die denn da? Wenn man Geld hergibt, dann wird man quasi gesalbt oder gesegnet von einem Elefanten. Das ist das Aufregendste. Antonia möchte jetzt auch gesalbt werden. Okay, go for it.
Hallo. Hey, kleiner Mann. But 1 minute, I come this way. Yeah. 1 minute, I come. Okay. Huh? You come sunset? Yeah. Do you know where the sunset point is? Yeah, there. Where is it on top here? Yeah, I go this way. I go sunset point after I selling their chai. Okay. So we can see you there? Yeah. You Okay. come sunset, you take chai, okay? Yeah. Promise? Huh? Promise. Promise. Ah, promise, yeah. Sure. What's your name? Antonia, yours? Anya. Nice to meet you. Yamnuri. Yuri. Yeah. Yuri, how old are you? Me? 12. 12? Yeah. Like my sister. Yeah. You from Germany? Yeah. I know. Why did you know that? I know. Israel, Germany, England, I know. Ah, okay, cool. Yeah. So is the sunset point on that side or here? You go this way. Okay. Down and up. You asking? The people here is sunset point. Is here. They know it, so they will guide us. When will the sun go down here? Yeah. When will you be there? People what time? go there. What time? You come there. 4 o'clock. 4 o'clock. Yeah. You go now. You Ah. go now. You so many far. Ah, okay. So it'll take some time, right? Yeah. Ah, okay, get it. I coming. People I drop. I go coming there. Yeah. Okay. Nice. Then see you later. See you. Okay. You are, what is the name? My name is Chris. Chris. Your name? Antonia. And yours? Emily. Emnuri. Okay, we'll see you. Wir laufen durch die Wüste. Es ist warm Sehr warm. und wir wissen gerade nicht, wo wir hinlaufen. Ziegen! Yes! Machen wir zu den Ziegen. Wollen wir zu den Ziegen gehen? Ich will zu den Ziegen. Da unten ist eine kleine Mini-Ziege. Was viele nicht wissen, die Römer waren hier auch schon. Und zwar weit bevor die Inder da waren. Die haben wieder so Aquädukte gebaut. Caesar hat Indien erobert. Nämlich um das wertvolle Wasser hier nach Rom zu beschaffen. Bloß irgendwas ist da schief gelaufen. Magst du streicheln? Jetzt bist du heilig. Sieht doch nicht mehr so stabil aus. Also irgendwie haben die dann die Pläne nochmal geändert. Und haben sich auf Europa konzentriert. Ja, und dieser Stein sieht doch mal legit aus wie ein Blauwal, oder? Warte mal. Ich mach euch mal ein paar Augen rein. Das ist doch ein Blauwal, come on. Gib alles! Gib alles! Pass aber wegen Tollwut auf. Also ich bin jetzt hier gerade mit meinen neuen Freunden, das ist der Bernd und der Thomas. Wir können uns noch nicht so gut verständigen, die sprechen nicht meine Sprache. Ja. Pass auf, geh weg. Also wir laufen hier gerade durch die Stadt und jeder möchte, dass wir mit seiner Rikscha fahren und jeder hat die schönste Rikscha von allen. Ich glaube, wir brauchen keine Rikscha. Und wir brauchen wirklich absolut keine Rikscha, weil wir wirklich gut zu Fuß unterwegs sind. Aber wirklich jeder, you need a Rikscha? We have the nicest Rikscha of all. Das ist schon ein bisschen nervig. Aber es gehört dazu. Ich meine, die verdienen ja dadurch ihren Lebensunterhalt. Von daher ist das auf jeden Fall zu respektieren. Mit einem freundlichen Nein, danke abzulehnen. Genau. Hier wird gerade ganz fleißig geshoppt. Wir lassen uns hier gerade alles andrehen. Von Taschen,
über Steinelefanten hin zu Bettlaken. Ist eigentlich alles dabei. Was kauft ihr euch? Einen Beutel. Luisa, kaufst du dir auch was? Nein. Plot Twist, sie hat sich jetzt eine Fußkette und eine Tasche gekauft. Und hatte vorhin schon kein Geld mehr, aber irgendwie... Warum sind da anders? Die haben immer noch irgendwo Geld für ganz schöne Sachen. Kommt, lasst es lieber. Ihr gebt zu viel Geld aus. Ich habe mir hier gar nichts gekauft. Okay, du kommst in die sichere Zone. Du kommst in die No-Buying Zone. Nice. No, but I really don't have money anymore. We don't have money. Okay. Du bist unglaublich. Du hattest gerade... Das ist... Ah. So, für uns geht's jetzt noch hier hoch. 20 Minuten. Und schenken wir euch noch einen schönen Sonnenuntergang zum Abschluss. Bis dann. Liebe Mütter, ab jetzt würde ich empfehlen, das Video zu unterbrechen und 1 Minute weiter wieder zu beginnen. Nee, geh doch da hoch. Das ist doch richtig cool da.